Eine Tour zum Mount Everest. Ohne Guide und abseits vom Massentourismus. Ist das überhaupt noch möglich? Zwischen 4 der 6 höchsten Berge unserer Erde sind wir 3 Wochen im Himalaya unterwegs. Ein ganzes Jahr sind wir mit dem Fahrrad von Deutschland nach Nepal gefahren. Aber jetzt geht's zu Fuß weiter. Auf zum höchsten Berg der Welt. Ein neues Abenteuer beginnt. Und was für eins. Hinter uns seht ihr schon was, und zwar den Mount Everest. Ja, das ist das erste Mal, dass wir ihn auch sehen. Wir sind gerade so unglaublich begeistert. Allein die Anreise war heftig. Normalerweise fliegt man nach Lukla und landet auf der verkürzten und schrägen Landebahn, was gleichzeitig der gefährlichste Flughafen der Welt sein soll. Wir fliegen aber auf unserer Weltreise nicht und sind 8 Stunden völlig eingeengt mit dem Jeep über brutale Pisten, so weit gefahren, wie es möglich war, und erreichen Lukla nach 2 Tagen zu Fuß. Nach 2 weiteren Tagen erreichen wir Namche Bazaar, das größte Dorf hier in der Gegend, auf 3400 Meter. Das hier ist unser Ausgangspunkt für den 3-Pässe-Track, den wir gehen wollen. Mit unserer ausgeliehenen Ausrüstung machen wir uns auf den Weg zum Everest Base Camp, unser erstes großes Ziel auf diesem Track. Es sind kaum Touristen zu sehen, denn es ist Ende Februar und damit noch keine Saison zum Bergsteigen. Das war jetzt echt nicht so einfach hier hoch. Wir kränkeln beide ein bisschen. Also seit Pakistan und Indien, wo wir so viel Smog eingeatmet haben. Aber was für ein Ausblick. Und da hinten, das ist der Everest und daneben der Lhotse. Also auch 8500 oder sowas. Wow. Wir sind jetzt hier bei einem Kloster in Dengboche, heißt es hier, auf knapp 4000 Meter. Wir sind gerade im Kloster drin. Wir waren auch gerade im Gebäude und das ist wirklich wunderschön. Dürfen wir aber nicht filmen, das respektieren wir natürlich. Aber guckt euch das mal an hier. Richtig schön. So, jetzt drehen wir hier 3-mal bei diesem riesen tibetisch-buddhistischen, wie heißt das überhaupt? Ja. So ein Rollteil, wie heißt das überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ist ja peinlich, dass wir gar nicht wissen, wie das heißt. Blenden wir euch unten ein. Aber es soll Glück bringen, oder? Ja. Gutes Karma. Das ist so heftig, da müsste man eigentlich jetzt einen Everest sehen. Aber da ist gerade ein Waldbrand. Und da sieht man halt gar nichts mehr. Und wir merken auch schon in der Luft, das wird so ein bisschen rauchig. Hoffentlich kommt er nicht zu nah ran. Der Waldbrand legte sich irgendwann von selbst und wir konnten weiter. Auf unserem Weg liegen ein paar kleine Dörfer und in jedem davon gibt es sogenannte Teehäuser, also Unterkünfte, in denen wir essen und schlafen können. Wir erreichen den Ort Dingboche, in welchem wir gleich 2 Nächte bleiben wollen. Wir sind jetzt hier auf 4500 Meter und haben jetzt einen Regenerations- und auch Akklimatisierungstag. Und morgen werden sich dann die Wege von mir und Hans trennen. Hans wird hier weiterlaufen und wird über den ersten 5000er Pass machen. Und ich werde hier direkt zum Basecamp laufen. Mir ging es jetzt die letzten Tage gesundheitlich nicht so gut. Da fühle ich mich wohler, wenn ich den einfacheren Weg laufe. Und Hans will ich das aber nicht verwehren, deswegen schicke ich ihn über den 5000er. Hier gibt es überall solche Teile und ich dachte, das sind Satellitenschüsseln. Aber damit macht man heißes Wasser. Also das heizt diesen Kessel auf. Und dadurch spart man hier voll Strom, weil ja, Strom ist ja Mangelware, ne? Ist halt alles über Solar betrieben. Faszinierend. Franzi nimmt gerade eine Eimerdusche. Also fließendes heißes Wasser gibt es hier nicht, aber eine Eimerdusche reicht auf jeden Fall. Da haben wir jetzt so einen großen Pott und den teilen wir uns. Müssen ein bisschen sparsam sein, aber kennen wir ja schon. Heute geht's ohne Franzi weiter. Sie wird heute direkt zum Ort vom Everest Base Camp gehen. Und ich werde mir den großen Pass über 5.500 Meter geben. Bin ich sehr gespannt, wie das wird. Ist auf jeden Fall irgendwie seltsam gerade. Es ist so still. Es geht irgendwo in dieses Tal hinter. Und hinter mir liegt das Dorf, wo wir geschlafen haben. So hoch wie in diesem Moment war ich noch nie zuvor. Aber morgen nochmal 1000 Höhenmeter draufzulegen, wird nicht einfach. Der erste Pass des 3-Pässe-Tracks liegt sogar 200 Höhenmeter über dem Everest Base Camp. Es geht los. Ich habe gar nicht gut geschlafen. Ich weiß nicht, ob es an der Höhe liegt oder weil ich aufgeregt bin. Da hoch geht's heute auf 5.500 Meter. Wow. Aber es ist arschkalt.
Mir friert gerade fast die Hand ab, wenn ich die Kamera halte. Es sind gerade minus 12 Grad noch. Ihr könnt euch gerade gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich über Sonne freue. Boah, ist das geil. Am Morgen lief alles noch wie geplant. Ich fühle mich zwar ganz schön langsam, aber ich kann diese unglaubliche Kulisse wahrnehmen und genießen. Und auch einige wilde Tiere sind unterwegs. Boah, die Luft wird langsam dünn. Da unten im Tal, da sind wir vorgestern gestartet. Ich kann gar nicht so viel reden. Ich habe jetzt Halbzeit, brauche ein bisschen Energie. Aber selbst Essen ist anstrengend, ne? Also wenn man jetzt hier ein bisschen länger kaut, immer zwischendurch atmen. Echt interessant. Und da hoch so geht's noch. Weiß nicht ganz genau wo, aber ich glaube da hoch. Ich glaube, ich bin ungefähr auf 5,3. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass die Höhe so reinhaut. Ich gehe wirklich 10, 20 Meter, stopp. 10, 20 Meter, stopp. Immer so weiter. Er ist gerade brutal steil. Alter Schwede. Ich weiß nicht warum, aber ich komme mit dieser Höhe nicht so gut zurecht. Ich spüre einen seltsamen, unregelmäßigen Puls, bin extrem müde und überlege mir, ob es besser ist, hier lieber umzukehren. Hier könnt ihr echt mal echte Freude sehen. Ich könnte heulen. Da ist der Pass. Oh, wirklich den letzten Kilometer. Ich habe gerade mindestens 2 Stunden gebraucht. Ich bin fix und fertig. Hallo Pass. Oh. Oh mein Gott. Boah, mir ist so schwindelig und der Puls ist so laut im Kopf. Ach, was weiß ich. Ich bin einfach nur unglaublich glücklich, jetzt das zu sehen. Oh. Yes! Boah, das halt mal in die Täler, ey. Yes, ey. Und ich glaube, in dem Örtchen, da ist Franzi. Da muss ich jetzt runter. Das geht jetzt rein durchs Geröllfeld. Aber das ist mir scheißegal. Runter zu geht immer. Bevor ich da runter ins Tal mache, noch eine Sache. Hier hoch habe ich gedacht, ich muss sterben. Jetzt übertrieben, aber ich bin unglaublich dankbar jetzt um diese weitere Erfahrung. Das war ein richtiger Kampf und deswegen fühlt es sich auch so wie so ein Sieg an. Das ist ein richtiger Sieg. Jetzt geht's runter und da wartet mich noch ein Gletscher, wo ich drüber muss. Ich glaub's ja nicht. Ich habe gerade irgendwie so, sah aus wie so ein dicker Goldhamster. Mitten im Geröll. Als ob es hier auf 5.500 Meter im Geröll Hamster gibt. Nicht ganz ein Hamster, sondern ein Pfeifhase. Aber nie im Leben dachte ich, dass es hier oben noch so etwas gibt. Jetzt stehe ich vor dieser riesigen Gletscherzunge, wo ich irgendwie drüber muss. Aber ich weiß noch nicht ganz wo. Boah, ich habe mich gerade auf diesen Gletscher voll verlaufen. Aber ich glaube, ich habe endlich den Weg gefunden. Wieder eine Stunde mehr. Oh, ich will ankommen. Ah, da ist es. Da ist es. Ah, ich kann heulen. Oh, ich bin jetzt statt 1 Kilometer 6 Kilometer über den Gletscher gelaufen. Völligst verirrt. Boah, ich kann echt kaum noch Fokus halten. Ich bin so einen blöden Umweg und über 1000 Gletscher, Mini-Berge drüber. Boah, also ich fix und fertig. Mein Orientierungssinn war schon immer sehr bescheiden und es kommen noch ein paar Gletscherüberquerungen. Aber ab heute ist ja Franzi wieder dabei.
Wir folgen der Gletscherzunge bis zum höchsten Schlafplatz unserer ganzen Weltreise. Wir sind jetzt hier im Restaurant auf 5190. Was würde dieser Ausblick in Deutschland kosten? Blick auf den Everest. Warte, ich zeig mal, wo der ist. Ja. Hier dieser Da ist kleine er. Zipfel Ja. da oben. Das ist der große Berg, der ist er nicht. Dahinter irgendwo, aber alter Schwede. So schaut das Zimmerchen aus. Ganz gemütlich. Ich hoffe, ich habe heute nochmal die Chance, euch ein bisschen rumzuzeigen hier, wie es ja auf 5200 Meter aussieht. So, wir machen uns gleich auf, aber bevor es dunkel wird, zeige ich euch jetzt schon mal hier ein bisschen rum. Hier sind die Toiletten. Hier haben sie die großen Wasserabbautische. Ist immer gefroren. Ja, aber hier ganz oben in dem Dorf, wo wir jetzt sind, da kann man das Wasser nicht mehr trinken. Das ist keine Zeitlupe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie langsam wir hier hochlaufen. Das ist echt so, wir kommen uns vor wie, keine Ahnung, bis so 400 Höhenmeter, was brauchen wir da zu Hause? Halbe Stunde? Und hier braucht man 2 Stunden. Oder mehr, keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Heute geht es auf zum Kala Patthar, eine Erhöhung auf über 5600 Meter, von dem aus man den Everest gut sehen soll. Von den Einheimischen wird der Mount Everest übrigens Sagarmatha genannt, was so viel heißt wie Himmelspfad oder Kopf des Himmels. 5600! Aber jetzt so ein Sturm, hier kann man nicht lange oben bleiben, wir steigen gleich wieder ab. Wir kühlen so schnell aus hier. Aber der Ausblick, verrückt. Echt der Wahnsinn. Oh mein Gott, aber es ist so stürmisch. Ich hatte gerade schon richtig Angst hier. Und meine Finger, ich fühle sie eigentlich fast nicht mehr. Wir müssen wieder runter. Ja. Aber ja, wir haben es geschafft. Es ist wirklich, man kann hier kaum stehen vor Wind. Höllisch aufpassen. Oh. Guckt euch das an. Da, riesengroß der Everest. Wow. Cool. Bei diesem Anblick auf das Dach der Welt kriegen wir Gänsehaut. Auch das Basecamp, welches wir erst morgen erreichen, sehen wir von hier oben. Wir hatten eigentlich nie vor, hierher zu kommen. Erst als wir bereits in Nepal waren, kam uns die Idee, auch einmal ohne Fahrrad eine Etappe zurückzulegen. So, da ist das Dorf wieder. Dann hoffe ich doch mal, dass ihr euch einen kleinen Rundgang zeigen kann. Wir sitzen hier fein am Ofen. Oh, ist das genial, wenn abends es schön warm ist. Aber ich habe gerade gefragt, ob ich in der Küche filmen darf und die meinten, nee, geht nicht. Also, Akzeptiere ich natürlich, gar kein Problem. Aber hätte es euch gerne mal gezeigt. ich hätte gern gewusst, wie die Nudeln richtig hinkriegen in dieser Höhe. Stimmt, ja? Auf 5000 Meter kochen ist auch nicht so leicht. Haben wir probiert, hat bei uns nicht so gut. Hat bei uns nicht funktioniert. Vielleicht klappt es mal anders mal nochmal. Ja. Die Nacht war jedenfalls ziemlich unruhig. Immer wieder waren wir wach, da sich der Sauerstoffmangel in der Höhe doch bemerkbar macht. Wir teilen diesen Weg hier jetzt zum Everest Base Camp mit so vielen Trägern, die bis zu 120 Kilo tragen. Die Strecke, wo wir ohne Rucksäcke immer wieder stehen bleiben müssen, weil es so anstrengend ist. Es ist unglaublich. Ich wusste oder wir wussten gar nicht, dass das Basecamp auf dem Gletscher ist. Weil, wenn man es auf dem Fernseher sieht, sieht man immer die Steine oben drauf. Aber die ganzen orangenen Zelte, zoome ich gleich noch ran, die sind alle auf dem Eis. Und in einem Monat ist ja alles voll. Da sollen da über 300 Zelte sein. Kaum vorstellbar. Es ist schon verrückt, wie viele Helikopter hier kommen. Eine nach der anderen. Und hinter uns wieder eine ganze Reihe Yaks. Also die Träger, die Yaks und die Helikopter, die bringen das ganze Zeug zum Basecamp. Was für ein unglaublicher Anblick. Yak-Herden, türkisblaue Gletscher
und umgeben von den höchsten Bergen der Welt. Wir sind wirklich froh, dass wir vor der Hauptsaison hier sind und alles ohne großen Ansturm genießen können. Wir sitzen eine Stunde nur herum und lassen das auf uns wirken, denn das ist unsere ruhige Zeit zur Verarbeitung. Wir haben gelernt, wie wichtig genau diese Zeit ist, denn es ist genau die, welche wir in Indien und Pakistan zu wenig hatten. Keine Ahnung, ob man hier weitergehen durfte. Wir haben es mal gemacht. Es ist wirklich magisch. Guckt euch diese schöne Gletscherzunge an. Und ich finde es immer noch faszinierend, dass wirklich die Zelte auf dem Eis gebaut sind. Ich frage mich, wo es für die in Camp 1 geht. Wo ist das? Irgendwo da? Da hoch, ne? Guten Morgen. Wir haben hier Probleme, die GoPro anzumachen, weil es so kalt ist. Ich denke mal, in dem Raum sind minus 5 Grad. Guckt dir das mal an. Das ist alles Eis. Ja, ich hatte jetzt 2 Tage erhöhte Temperatur und Durchfall, wie es fast alle haben hier, also erwischt es gerade alle. Aber waren nur 2 Tage, heute geht's weiter. Wir freuen uns. Wir machen uns auf zum Shola-Pass, dem zweiten Pass auf dieser Tour. Wir entdecken dabei diesen Vogel, fast schon unwirklich, wie die Regenbogenfarben schimmern. Gerade angekommen, morgen gibt es den zweiten Pass von 3 Pässen. Das ist hier das Zimmer. Das Lustige ist, wir sind die einzigen Gäste hier. Wir sind ja ab heute nicht mehr auf dem touristischen Basecamp-Track, sondern jetzt abseits auf den 3-Pässe-Track, also in dem Nebental. So schaut es hier aus. Alles für uns alleine. Richtig cool. Ich frage mal, ob ich mal einen Blick in die Küche werfen darf. Die Nahrungsmittel und fast alles, was man hier sieht, wird von Menschen aufwendig den Berg hochgetragen. Die Essenspreise sind im Vergleich zum Rest von Nepal ein Vielfaches höher. Im Gegensatz zum Schlafplatz an sich, was sogar oft gar nichts kostet. So cool, wie der einfach gerade hier die Kartoffeln reibt für meinen Reibadachi. Kartoffelrösti und wie auch immer man das hier nennt. Machen Sie alles frisch. Alles frisch. Wir werden uns jetzt nach einer Woche das erste Mal wieder duschen. Dann geht's hier rein. Haben wir hier einen ganzen vollen Eimer heißes Wasser. Oh, ja, wirklich heiß. Eimer Dusche sind wir mittlerweile dran gewöhnt. Gar kein Problem. Finden wir eigentlich sogar ganz cool. Das wird auf jeden Fall ein Segen für mich und für die Umwelt. Es ist arschkalt, wie jeden Morgen. Aber heute ist schon echt das Härteste. Es soll ab Mittag, Nachmittag schneien. Oder könnte schneien. Ja, wissen wir nicht, was die nächsten Tage so bringt an Wetter. Ja, wir müssen heute über den Gletscher drüber. Und da auch das erste Mal unsere Spikes auspacken, die wir mitgenommen haben. Hast du schon mal gemacht? Nee. Hast du das schon mal gemacht? Ja, einmal. Okay. Also es sind keine Spikes. Ich habe es damals, glaube ich, in Amazon gekauft unter dem Namen irgendwie Rutschfest für Rentner auf Gehwegen, die vereist sind. Also professionell ist es nicht. Aber guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Und da müssen wir da hier hinter wahrscheinlich drüber, oder? Hier hinter diesen... Ich weiß es nicht. Und dann müsste da der Gletscher sein. Wir sind so die unvorbereitetsten Leute, die hier rumlaufen. Muss immer wieder feststellen. Aber wir lassen uns halt gerne überraschen. Oh, nee, bitte nicht mehr. Oh Gott. So ein Lachanfall ist gar nicht gut in der Höhe. Boah, ist anstrengend, ohne Scheiß. Oh, ist so anstrengend. Oh, gib mal Sonnencreme, bitte. Mal den roten Zinken einschmieren. Der verbrennt sich so schnell hier.
In der GoPro kann ich es gut sehen, wo ich hinschmier. Sieht aus wie ein Bademeister. Wir haben davor so blaue, dunkelblaue, lilane Vögel gesehen. Es war so schön. Und auch Adler und die Natur ist so schön hier. Und es ist ganz interessant, dass so viele Vögel hier leben, obwohl eigentlich kein Baum und so ist. Ne? Ja. Wie geil, das sieht ja so mächtig aus. Was ein fetter Gletscher. Da drüber müssen wir jetzt irgendwo da rum. Und da ist die Passhöhe. Ich glaube, das ist vorne hier. Okay. Bei dir passen sie gut. Bei mir sind sie ganz schön gespannt. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht besser ist. Auf jeden Fall, Schneeketten sind drauf. Aber mir drückt auf jeden Fall der Schuh ein bisschen. Wir haben sie ja in China, meine stinkenden, zerlöcherten Schuhgröße 46 Schuhe geklaut. Wo ich heute noch denke, wer hat diese Schuhe geklaut? Ja, und seitdem habe ich die einzigen 46er Schuhe von China. Sind nicht ganz so, aber geht schon. Die letzten 200 Höhenmeter geht's übers Eis. Uns wurde gesagt, dass dieser Gletscher keine tückischen Spalten haben soll. Und wir kommen sogar schneller voran als bisher über die steinigen Wege. Und wie läuft sich's? Man hat echt ganz gut Grip hier mit diesen Dingern. Ja, finde ich auch. Eis. Gletscher gehen finde ich ziemlich angenehm, weil es geht recht flach und man hat einen guten Grip und natürlich eine extrem coole Sache. Ja. Ich mache das zweite Mal im Leben, du das erste Mal, ne? Ja, ich habe das davor noch nie gemacht. Ja. Was für eine Eiswand da oben. Das sieht so brutal aus. Und während ich mich immer besser an die Höhe gewöhne, schwinden bei Franzi so langsam die Kräfte. Die Tage sind lang und die Muskelgruppen vom Fahrradfahren bringen uns zu Fuß eigentlich gar nichts. Diesmal macht die Höhe mehr mit mir als mit dir, Hans. Ach, wir sind auf 5,3. Ist es so hoch wie der Fichtelberg. Es ist echt richtig cool. Ich bin so froh, dass wir das hier machen. Echt? Ja. Also ich plane ja meistens, wo es hingeht. Entweder bin ich der Held oder der Arsch. Ja, diesmal der Held. Auch wenn es anstrengend ist. Wir sind oben, auf 5420 Meter Höhe und die typisch nepalesischen bunten Fahnen warten auf uns. Wir machen jetzt hier oben Mittagspause, ein bisschen was essen, wir haben ein Lunchpaket. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, ob er mal hier zwei Knacker hat, ein paar Semmeln. Da ging aber 3 Schritte rückwärts. Wenigstens mal 2 Bämmen und eine Laberwurst. Hat er aber ohne gehabt. Da machst du es immer schlimmer. Was? Ja, weißt du, wie Bock ich jetzt auf eine Leberkassemmel hätte? Nee, Laberwurst. Durchschmieren. Ach so, nee, das mache ich nicht. Untertitel waren eingefügt. Ich habe es geschafft. Das war nochmal ein ganz schöner Akt bis hierher. Jetzt geht es nur noch ins Tal. Irgendwo da unten im Tal muss das Dorf sein. Bei dem eisigen Wind friert mein Bart an. Jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Die nepalesische Frau Holle gibt Vollgas. Vor uns liegt schon wieder ein Gletscher. Und diesmal hat man halt echt wenig Blick. Man sieht halt nur Dreck und Eis. Weil letztes Mal habe ich mich verlaufen, weil es so nett ist, schlechterer Sicht. So ein bisschen Achtung geben. Sieht ganz schön groß aus, das Ding, oder? Ja, ist es auch. Ich glaube, es ist mindestens ein Kilometer, den wir jetzt durchqueren. 1 Kilometer? Ich glaube schon. Man sieht hier nicht mal das Ende von der Gletscherzunge. Und GPS können wir nicht vertrauen. Nee, hat der Hans schon ausprobiert, das kann man nicht vertrauen. Das war Vom total, Gletscher? das war echt Wirrwarr, aber ja, gehen wir einfach mal runter, oder? Ja. Hoffentlich ist der ein bisschen beständiger als den du durchquert hast. Ich dachte ja immer, dass Gletscher so wunderschön sind und man sie gut sieht. Ich habe mir nie gedacht, dass so ein Geröllhaufen ein Gletscher ist. Aber ja, macht schon Sinn. Das ganze Geröll, das dann mit runtergeschwemmt wird und wenn es dann quasi alles schmilzt, dass dann nur noch Geröll übrig bleibt irgendwann. Aber dann sieht man immer wieder sowas. Schon cool.
Jetzt sind wir über den Gletscher drüber. Jetzt geht es eigentlich nur noch runter. Ja. Da ist es. Da ist es. Das Dörflein. Oh, geil. War ganz schön herausfordernd, muss ich sagen. Aber auch cool, jetzt mal ein bisschen im Schnee gekommen zu sein. Ja, hoffentlich wird es wieder ein bisschen besser. Ja. Wir sind angekommen. Warten jetzt, glaube ich, nochmal auf besseres Wetter. Weil morgen soll es auch nicht viel besser werden. So, morgen nur eine kleine Tour machen. Und dann übermorgen geht es über den letzten Pass. Der 3. Pass steht an und gleichzeitig mit seinen 22 Kilometer die längste Tagesetappe. Aber das Wetter hat sich sogar noch verschlechtert. Wir wissen nicht, ob das eine gute Idee ist, heute zu starten. Kann gut sein, dass wir oben gar nichts sehen. Zudem ist es halt viel schwerer im Schnee rumzustopfen. Das ist die richtige Schmierseife heute. Wir waren uns gerade echt unsicher zu starten. Aber wir gehen es mal an. Ich sag's euch ehrlich, ich bin so froh, dass hier so ein paar Spuren im Schnee sind. Wir haben heute gesehen, wie eine kleine Gruppe mit einem Guide vor uns losgezogen ist, weil ich hätte sonst hier keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Also wenn es schneit, ohne Guide ist schon echt krass. Du hast wenigstens wasserfeste Schuhe. Ja. Meine China-Schlappen. Socken sind schon nass. Der Nebel wird jetzt schon wieder dichter. Man sieht echt nicht gut, wo man hin muss. Und auch nicht, weiß ich, was das Ziel ist, wie weit es noch ist. Ja, man kraxelt hier irgendwie auf 5200 Meter rum und sieht nichts. Das ist echt ein seltsames Gefühl. Ja, es klart auf. Man sieht wieder die Bergspitzen. Aber wohin? Was denkst du, welche Richtung müssen wir, über welchen Pass? Keine Ahnung. Wo? Keine Ahnung. Einfach den Fußspuren hier folgen. Oh, was ist denn das hier für ein tiefer Mist? Jetzt gibt's einen halben Brownie. Endlich. Brech den Stück ab. Alles klar bei dir? Nein, gar nicht okay. So kaputt oder wie? Ja, total kaputt. Ja. Das Krasse ist, wir müssen jetzt innerhalb von 50 Stunden 50 Kilometer machen, weil wir dann mit dem Jeep nach Kathmandu wieder fahren. Ich hoffe echt, dass wir euch oben wenigstens einen minimalen Blick zeigen können. Der letzte Kilometer bis zum Pass. Die Aussicht wird für uns zweitrangig. Bei dieser Glätte wollen wir heute einfach nur noch sicher ankommen. Da kämpft nach Franzi hoch. Jetzt sehe ich das erste Mal den Pass. Da sind ein paar bunte Fähnchen. Wird man auf der GoPro nicht sehen. Da müssen wir hin. Ja, ich denke noch 100 Höhenmeter und dann haben wir es. Das ist mit Schnee schon echt nochmal eine andere Hausnummer. Ich glaube, Franzi macht gerade was Ähnliches durch wie ich am ersten Pass. Wirklich fix und fertig. Eine halbe Stunde haben wir es geschafft. Dann geht's runter. Boah, ist das hier gerade rutschig. Ich bin schon auf die Schnauze geflogen gerade. Zum Glück nichts passiert. Aber hier kann es schnell gehen. Leute, da sind sie. Die Fahnen. Ah. Hallo Fahnen. Das ist ein kleiner Schritt für den Hans, aber ein großer für die Hänzlichkeit. Und Leute, der Blick. Wow. So eine Scheiße. Oh Mann, er sieht gar nichts. Da muss ich ja wirklich mal lachen, dass man sieht überhaupt gar nichts. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich gerade bin über die Spuren, ne? Nebel und Schnee. Ich weiß echt nicht wohin. So, jetzt erstmal Franzi beglückwünschen.
Sie hat sich echt den Arsch aufgerissen. Ganz großen Respekt. Darf ich jetzt schlafen? Wir legen jetzt auf jeden Fall den vollen Fokus, dass wir hier sicher runterkommen. Ja. Das heißt, wir machen die Kamera jetzt auch aus, dass wir irgendwo sicher ans Tal kommen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, für jeden Daumen hoch, für die Kommentare und sogar für die ganzen Spenden. Vielen, vielen Dank dafür. Oh ja. Wir sind immer wieder so dankbar. Und wir hoffen, euch hat auch mal ein Video gefallen, ohne dass wir auf dem Rad unterwegs sind. Ja. Das war schon auch ein ziemlich cooles Abenteuer. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.